gibt es im Modell von Burkhardt-Heim die Reinkarnation. Und wie funktioniert sie rein technisch sozusagen? In diesem Video werde ich dieser Frage nachgehen. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre dir die Gedankenwelt von Burkhardt-Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Burkhardt-Heim, seines Zeichens Physiker, hat sich nicht nur mit Physik beschäftigt, sondern auch mit den viel tieferen Fragen, was ist das Leben und was ist der Tod? Sein Modell ist natürlich nicht das einzige, was zur Verfügung steht in diesem Bereich. In buddhistischen Texten wird das Thema auch sehr erschöpfend behandelt. Und meiner Ansicht nach sind das eigentlich auch die pragmatischeren Ansätze, weil es hier sehr viel darum geht, die inneren Zustände zu beschreiben und konkrete Anweisungen zu geben, wie man sich zum Beispiel in diesen Zwischenzuständen verhalten sollte. Heims Modell ist aber in einer modernen wissenschaftlichen Sprache verfasst, das unserem zeitgenössischen abendländischen Denken besser entspricht. Und es baut auch direkt auf den empirischen Erkenntnissen der Parapsychologie auf. Ich möchte zeigen in diesem Video, dass beide Modelle, Heims wissenschaftliches Weltbild und das tibetische Totenbuch, eigentlich ganz gut zusammenpassen. Das moderne wissenschaftliche Weltbild, das zeitgenössische wissenschaftliche Weltbild, beschäftigt sich überhaupt nicht mit dem Thema Tod. Bewusstsein und Geist sind darin nur Epiphänomene materieller, biochemischer, neurochemischer Vorgänge und mit dem Ende des Körpers endet auch das Bewusstsein. Insgeheim ahnen oder wissen die meisten Menschen, dass das nicht stimmt. Die gesamte Menschheitserfahrung spricht dagegen und auch die zahlreichen persönlichen Erfahrungen, die mit diesen Dimensionen gemacht werden, sagen etwas anderes. Die Berichte über Reinkarnationserinnerungen, Geistererscheinungen, mediale und instrumentelle Transkommunikation reißen nicht ab und sind auch in Zukunft nicht aus der Welt zu bekommen. Nicht mehr aus der Welt zu bekommen sind glücklicherweise auch meine Videos über Burkhardt-Heims Weltbild. Dafür möchte ich mich bei allen Unterstützern auch bedanken. Wenn wir es schaffen, den Namen Burkhardt-Heim dauerhaft im Denken der Menschen zu verankern, dann ist der Grundstein gelegt für die Befreiung aus diesem zerstörerischen, lebensfeindlichen Weltbild, dem wir zurzeit noch anhängen, kulturell. Ich glaube, viele Menschen glauben an dieses Weltbild gar nicht aus Überzeugung, sondern weil sie einfach keine Alternative kennen oder weil sie denken, sie müssten das, was ihnen die wissenschaftlichen Autoritäten servieren, gewissermaßen, sie müssten das glauben und hätten keine andere Wahl. Eigentlich ist es unmöglich, sich von solchen Autoritäten täuschen zu lassen, wenn man den Zugang zu dem jedem Menschen innewohnenden, inneren intuitiven Wissen hat. Die eigene Intuition ist der perfekte Kompass für die Orientierung in einer verwirrenden Welt. Sie gibt einem die Sicherheit und den unmittelbaren Zugang zu den Quellen, aus denen auch Burkhardt-Heim, Albert Einstein, Francis Bacon oder Giordano Bruno ihre Ideen bekamen. Wie man sich damit gezielt verbindet und das systematisch nutzt, das könnt ihr bei mir lernen im Natal-Training, das habe ich euch unten für meine Webseite verlinkt. In Burkhardt-Heims Weltbild gibt es jenseits von Raum und Zeit 2 zusätzliche physikalisch reale Dimensionen. In diesen Dimensionen sind alle Dinge verortet, die das klassische materialistische Weltbild nur als Epiphänomene betrachtet. Ideen, Struktur, Geist und den Evolutionsprozess selber. Um die Vorgänge zu beschreiben, die da ablaufen, hat Heim eigens ein formales System entwickelt, das er Synchrometrie nannte, unter dem man alle möglichen Arten von Verbindungen zwischen Strukturen beschreiben kann. In diesem 6-dimensionalen Modell können wir uns unser Dasein als dreigeteilt vorstellen. Es gibt den biologischen Körper, die Psyche und den Geist. Die Psyche verarbeitet die Sinneseindrücke, die aus dem Körper kommen und ermöglicht Reaktionen darauf. Zwischen Psyche und Geist geschehen Reflexionen über die eigenen Erfahrungen und aus dem geistigen Bereich können rein transzendente Ideen auf die Psyche projiziert werden und sie damit körperlich umgesetzt werden. Heim nennt den physischen Körper den Bios, die Psyche den Ilkor, das ist eine Abkürzung des synchrometrischen Begriffes intermittierender Leitmetroplex korrelative Eigenschaften, und den Geist nennt er das Pneuma, nach dem altgriechischen Wort. Wer sich ein bisschen mit Alchemie beschäftigt hat von euch, der erkennt in dieser Dreiteilung auch ganz leicht die 3 klassischen hermetischen Prinzipien Sal, Sulfur und Merkur.
Diese drei Daseinsaspekte entsprechen aber ganz allgemein, nach Burkhardt-Heims Modell, Strukturen. Austausche zwischen diesen Strukturen sind nur möglich, wenn es sozusagen Transformationskanäle gibt, sozusagen Pfade, entlang derer sich Strukturniveaus ändern können. Diese nannte Heim Syntroklinen und man kann sie sich wie Kanäle vorstellen, in denen irgendetwas fließt. Was dieses irgendetwas ist, lassen wir an der Stelle mal beiseite. Solche Strukturtransformationen bedeuten für mich jetzt gerade zum Beispiel, dass ich die Absicht, die Idee, dieses Video zu drehen, psychisch und körperlich umsetze. Für euch bedeutet es in diesem Moment, dass ihr neugierig und offen seid und die Erfahrungen, die Eindrücke, die ihr durch das, was ich sage, bekommt, vielleicht als Anlass nehmt, über euer eigenes Weltbild nachzudenken. Diese Syntroklinen sind meist fest im Körper verankert. Unter bestimmten Umständen kann sich diese Verankerung aber lockern. Zum Beispiel im Tiefschlaf oder während akuter Lebensgefahr oder während Zeiten starker psychischer Veränderungen. Bei manchen Menschen ist das auch von Natur aus etwas lockerer gebunden und es gibt Menschen, die das teilweise willentlich machen können. Wenn wir nun sterben, dann lösen sich die Verbindungen zwischen Psyche und Körper permanent auf. Und das ganze Syntroklinen-System ordnet sich so um, dass nur noch Aktivitäten zwischen Psyche und Geist fließen. Das bedeutet zunächst einmal eine totale Reflexion aller Lebenserfahrungen, die in der Psyche gemacht wurden und das Einschreiben in die geistige Ebene. Das ist das, was Menschen mit Nahtoderfahrungen sehr intensiv beschreiben und erleben. Die Tibeter beschreiben hier einen langsamen Prozess, der auch schon davor einsetzt und der mit den einzelnen Elementen identifiziert wird. Also die Erde geht in das Wasser ein, das Wasser geht in das Feuer ein und so weiter. Diese Vorstellung hat auch in die moderne Thanatologie Einzug gefunden. Manchmal hat man bei alten Menschen, deren Tod unmittelbar bevorsteht, hat man nochmal so eine Phase, in der sie sich sehr stark an ihr Leben erinnern und alles erinnern und verarbeiten, selbst wenn schon ein gewisser Grad von Demenz vorhanden ist. Nach dem endgültigen Tod bedeutet dieser weiter bestehende Austausch zwischen Geist und Psyche aber eine Fortexistenz, weil eine Dynamik vorhanden ist, in einer Welt, die dem entspricht, was wir an Vorstellungen über diese Welt haben. Wir befinden uns in einer Umgebung, in der unmittelbar die Idee dessen, was wir erwarten, manifest wird. Das tibetische Totenbuch spricht während dieser Sterbephase, während deren also diese ultimative Reflexion stattfindet, vom ersten Aufscheinen der Grundlichtheit, welches die erste und beste Gelegenheit ist, ins permanente Verlöschen, also ins Nirvana, einzugehen. Wenn das nicht geschieht, bedeutet das, der Geist bzw. die Persönlichkeit bleibt weiterhin auf ein Ziel ausgerichtet oder in anderen Worten, es hat eine Maxime. Eine Maxime ist sozusagen eine Struktur, auf die man sich hingerichtet hat. Das Ziel einer Entwicklung. Aufgrund dieser Eigenschaft des Geist-Psyche-Komplexes, des rein transzendenten Geist-Psyche-Komplexes, eine Dynamik aufrechtzuerhalten, folgert Heim, dass diese Maxime stets erfüllt wird. Deswegen nannte er sie eine autonome Inframaxime. Autonom, weil sie unabhängig ist von körperlicher Erfahrung und infra, weil sie aus der Entität selbst frei gewählt werden kann. Diese Natur und Erfüllung des ultimativen Daseinszieles, nicht Lebenszieles, Daseinszieles, ist uns während unseres inkarnierten Lebens für gewöhnlich verborgen. Deswegen kann es einem so scheinen, zeitweise, dass das Leben sinnlos ist. Oder man kann auch gegen die eigenen Ziele handeln, solange bis man dann vom Schicksal sozusagen wieder sanft oder unsanft in die richtige Richtung gestupst wird. In der Transzendenz liegt dieses Ziel jedoch ganz klar vor uns, sozusagen als Ziel unseres höheren Selbst. Nach dem Tod und nachdem die Erfahrung des letzten Lebens eingeschrieben wurde, können wir diese Bewertung vornehmen, ob wir diesem Ziel näher gekommen sind oder es vielleicht sogar erfüllt haben. Wenn es erfüllt wurde, dann bedeutet das, es gibt keinerlei Bedürfnis mehr und die Anhaftung kann verlöschen und wir können ins Nirvana eingehen.
aus Mitgefühl kann dann jedoch der freiwillige Entschluss erfolgen, als sogenannter Bodhisattva, bis zum Ende der Zeit weiter zu existieren und anderen Wesen zu helfen. Das wäre dann die Existenz nach einer neuen Maxime. Diese ist dann jedoch nicht mehr persönlich, sondern in der eschatologischen Sphärentrinität des Kosmos selber telezentriert. Das nur für alle, die das Video schon gesehen haben. Es bedeutet, dass das eigene Lebensziel dann mit dem Ziel des Kosmos identisch ist. An der Stelle zeigt sich, wie unzureichend die rein intellektuelle Beschreibung ist. Denn Maxime bedeutet in diesem Fall die höchstmögliche Intensität an Liebe und Mitgefühl. Besteht also so oder so der Wunsch, weiter einem Ziel zu folgen, dann wird die jetzt zu dem Zeitpunkt leere Psyche wieder aufgeladen mit einer Struktur, die den Absichten entspricht, die man verwirklichen will. In der 5. und 6. Dimension ist der Abstandsbegriff gleichzusetzen mit der Vorstellung von struktureller Ähnlichkeit. Wenn jetzt die Psyche eine neue Struktur erhält, dann wird sie angezogen sozusagen von Lebensumständen, biologischen und sozialen Lebensumständen, die die Möglichkeit eröffnen, vielleicht nicht 100%, aber weitgehend, die Möglichkeit eröffnen, das jetzt gewählte neue Lebensziel für ein konkretes Leben zu verwirklichen. Das ist dann wie ein neuer sich bildender Kanal, der von der Psyche in Richtung der materiellen Welt ausgestreckt wird und der auch beginnt, die Wahrnehmung wieder einzuschränken. Burkhard Heim nennt diesen Fühler den Prozensor. Und dieser Prozess ist gleichzusetzen mit, aus tibetischer Sicht, dem Bardo des Werdens oder der Wiedergeburt. Diese Struktur adaptiert dann an einen sich neu bildenden menschlichen Körper. Und diese Adaption ist in der Regel während der Schwangerschaft abgeschlossen. Es scheint hierbei einen Schwellenwert zu geben, bei dem dieser Prozess irreversibel wird. Burkhard Heim sprach hier vom Einschlag der transzendenten autonomen Inframaxime in den biologischen Körper. Und er hatte dabei auch im Sinn die ethischen Fragen, die sich aus einem Schwangerschaftsabbruch ergeben. Wenn es möglich wäre, einwandfrei festzustellen, ab wann dieser Prozess nicht mehr reversibel ist, also wann dieser Impact erfolgt ist, dann könnte man einwandfrei entscheiden, wann ist sowas ein Tötungsdelikt und wann nicht. Dieser Impact wäre sozusagen die psychologische Wiedergeburt, die wahrscheinlich in den meisten Fällen vor der eigentlichen körperlichen Geburt erfolgt. Mit diesem Impact setzen jedenfalls die Sinneserfahrungen aus dem Körper wieder ein und das gesamte Bewusstsein über die transzendente Existenz wird wieder in den Hintergrund gedrängt oder vergessen. Das ist ein Prozess, der in den ersten Lebensjahren erfolgt und auch irgendwann abgeschlossen ist. Während der ersten Lebensjahre gibt es allerdings erstaunlich viele Kinder, die sich an Erinnerungen an ihr Vorleben haben. Hierzu hat Ian Stevenson, Professor für Psychiatrie an der University of Virginia, Tausende von Fällen weltweit zusammengetragen. Sein Werk gilt als die beste Dokumentation mit Beweisen und Indizien dafür, dass Reinkarnation tatsächlich existiert. Bis zum 8. bis 10. Lebensjahr vergessen jedoch die meisten Kinder diese Sachen dann. Fazit: Egal, ob ihr an die moderne Wissenschaft glaubt oder an die Empirie der Parapsychologie oder an klassische Überlieferungen, es deutet doch so ziemlich alles darauf hin, dass Reinkarnation real ist. Und dass wir in einem Universum leben, in dem Geist und Spiritualität, also Spirit und Spirituality, genauso real sind wie das physische Leben. Es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen und sich immer wieder zu sagen, ich will mich geistig entwickeln, in 6 Dimensionen und in Farbe.